Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute werde ich etwas über eine Geheimkamera, eine Agentenkamera, eine ganz besondere Kamera erzählen. Es ist eine Minox B. B steht für Belichtungsmesser und die Kamera ist 1958 gebaut worden. Die Geschichte sagt, dass ein junger Mann saß einmal in Kiew an einem Strand, hatte ein Stück Holz in der Hand gehabt und hat herumgeschnitzt, aber immer wieder hat das Stück Holz immer so abgetastet, bis irgendetwas gepasst hat, und er war zufrieden. Der junge Mann hieß Walter Zapp und das Stück Holz, was er in der Hand hatte, war die Vorlage für diese Kamera. Klein, handlich, ein Handschmeichler. 1936 ist die erste Kamera aus einem Stahlblock V2, also ein Krupp Stahl V2, also das ist die höchste Güte, herausgefräst und ist die erste Minox entstanden, allerdings im Ostblock. Ab 1948 ist das Ganze dann in Deutschland produziert, aber nicht mehr aus dem Stahlblock, sondern aus Aluminiumstahl. Und das hier ist eine Kamera eben von Deutschland, Baujahr 1958. Auch so eine Weltkamera, eine besondere Kamera, hat oft einmal Anlaufschwierigkeiten, so was auch hier. Die finanziellen Mittel haben gefehlt und man bräuchte einen Partner. Der Partner ist bald gefunden, das war die Firma Rhin und Kloss. Das war eine Zigarettenfirma, die einfach auf eine zweite Bein stehen wollte und so hat einmal eine stille Teilhaber bei der Firma Minox beteiligt. Diese Kamera ist ein Hightech-Produkt. Es wiegt zwar nur 92 Gramm, aber es ist eine kleine Abmessung, aber mit sehr, sehr großer Leistung. Das Format ist 8×11. Der Film ist auf einer Kassette, das schaut so aus und je nach Firma sind 36 bis 50 Aufnahmen üblich. Einer von den wichtigsten Teilen dieser Kamera ist auch diese Kette. Diese Kette ist oder hat die Funktion eines Stativs. Man kann natürlich halten und spannen und dann fotografieren, aber auch diese Knoten hier zeigen die Entfernung, die man einstellen kann, um eine Vollformat für ein Dokument abfotografieren zu können. Die Kamera fotografiert von 20 cm bis unendlich scharf. Das heißt, ist eine Fixfokus-Optik. Die Kamera hat keine Blendeneinstellung, nur eine Regelung zwischen Geschwindigkeit und Entfernung. Neben dieser Kette, die wirklich sehr wichtig ist, sind auch eine Vielzahl an Ersatzteile oder Zubehörteile, sowie diese Winkelsucher. Das heißt, man kann um die Ecke fotografieren. Auch die diversen Blitzgeräte, einmal so viele Lampen, einmal für andere Blitzgeräte, alles ist möglich. Und dann natürlich die winzig kleinen Bilder kann man mit so einem Betrachter natürlich auch betrachten. Natürlich eine Stativansatz darf auch nicht fehlen, das ist das hier. Die Firma Minox hat den Walter Zapp, der Erfinder dieser Kamera natürlich, hoch geehrt. Es gab einmal Erinnerungsmedaillen, es gab Briefmarken und so wurde die Firma sehr bekannt. Nicht nur für Fotos im Verborgenen, für Spione, für Polizei, für Militär und zweifelhafte Personen. Die Kamera war immer klein, zuverlässig, immer dabei. Das war die kleine Agentenkamera.
Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.